Das neue PS5-Modell CFI 1216 ist endlich in Deutschland erhältlich. Was das für Käufer bedeutet und warum ihr am besten zu diesem Modell greifen solltet, das erkläre ich euch jetzt. Bereits seit einigen Monaten ist eine neue Revision der PlayStation 5 aufgetaucht. Allerdings noch nicht bei uns in Deutschland. Aber nun sieht es so aus, als würde Sony die neue PS5-Revision CFI 1216 flächendeckend für Europa einführen. Das kommende God of War Ragnarök Bundle wird nämlich mit dieser neuen Konsolenversion ausgestattet sein. Warum man das jetzt schon weiß? Man erkennt es auf der Verpackung. Bilder zeigen nämlich die Umverpackung inklusive Versionsnummer der PS5. Und hier ist die Version CFI 1216A zu lesen. Aber was bedeuten diese Buchstaben und Ziffern eigentlich? CFI steht bei Sony für das Produkt, also für die PlayStation 5. Der Vorgänger PlayStation 4 hatte zum Beispiel noch die Abkürzung CUH. Dann zu den Zahlen. Die ersten beiden Ziffern, also die 12, stehen für die Baureihe. Die 12 ist schon die dritte Revision nach der 10er Startserie und der weit verbreiteten 11er Serie von 2021. Die Ziffer ist also in diesem Fall entscheidend. Die weiteren beiden Zahlen, also die 16, sind der Regionalcode. 16 steht für Europa. Zudem gibt es noch die beiden Buchstaben A oder B. Hierbei steht A für die PS5 mit Laufwerk, B steht für die PS5 Digital Edition, also ohne Laufwerk. Und korrekt zusammengesetzt ergibt CFI 1216A oder CFI 1216B die neue Baureihe, die nun eben im God of War Bundle ausgeliefert wird. Zudem gibt es bereits Berichte, dass einige Spieler auch schon die 12er Baureihe erhalten haben. So soll diese neue Serie seit Ende September ausgeliefert worden sein. Falls ihr schon eine PS5 mit dieser neuen Seriennummer habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wie ist es aber mit anderen PS5 Bundles? Hier wird noch die 11er Bauserie verwendet, also beim Bundle mit Horizon Forbidden West und bei FIFA 23. Bei Modern Warfare 2 ist es noch unsicher. Auf jeden Fall wird in den kommenden Wochen die ältere 11er Bauserie vom neueren 12er Modell abgelöst werden. Doch was bringt denn die neue Revision mit sich? Warum ist dieses PS5-Modell empfehlenswert? Im Vergleich zum Startmodell vom November 2020 ist die neue Baureihe deutlich leichter. Das Laufwerksmodell wiegt beispielsweise nur noch 3,9 Kilogramm und ist damit um 600 Gramm leichter. Genauso bei der PS5 Digital Edition, die jetzt 3,3 Kilogramm wiegt. Die neue Generation verbraucht außerdem weniger Strom. Tests von YouTubern sprechen hier von etwa 20 bis 30 Watt weniger Verbrauch im Spielbetrieb. In den Tests wird von etwa 8 bis 13% weniger Stromaufnahme berichtet. Daneben wird laut YouTuber Austin Evans auch die Abwärme an der Rückseite besser verteilt abgeführt. Grund dafür sind auch neue Lüftungsschlitze im Inneren. Zusätzlich gibt es einen noch kleineren Kühlkörper. Diese wurde ja bereits bei der 1100er Serie geschrumpft, beim neuen 1200er Modell noch mehr. Aber wie ist das möglich? Der Chip der 1200er Reihe ist kleiner und arbeitet effizienter. Denn er wird nach dem 6-Nanometer-Verfahren gefertigt, nicht mehr nach dem 7-Nanometer-Verfahren. Letztlich bedeutet das weniger Wärme, weniger Stromverbrauch, aber gleiche Leistung im Vergleich zu den anderen PS5-Modellen. Die Lüfterbaugröße wurde dagegen nicht geändert. Auch nicht die Drehzahl. Das heißt auch, dass die PS5 weiterhin genauso leise ist wie vorher. Was aber auffällig ist, dass die Platine auch geschrumpft ist, da scheinbar einige Bauteile geschrumpft oder zusammengefasst wurden. Schlussendlich machen die neuen Bauelemente die neue PS5 zur besseren Version. Vor allem punktet hier der niedrige Stromverbrauch, der sich aufs Jahr gerechnet in einigen Euro niederschlägt. Aber das macht die Vorgängermodelle der PS5 nicht schlechter. Die 1000er und 1100er Baureihen funktionieren genauso verlässlich und problemlos. Deshalb braucht ihr jetzt nicht unbedingt zum neuen Modell zu wechseln. Doch wenn ihr als Neukäufer die Wahl habt, greift zur CFI 1216A oder zur CFI 1216B. Wenn euch dieses Video geholfen hat, dann lasst es mich gerne wissen, indem ihr ein Like und ein Abo dalasst und wir sehen uns dann im nächsten PS5 Video.